Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Juli 2026 schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Juli gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich, was wird wichtig und ausschlaggebend, jedoch aber auch, was solltest du am besten ganz außer Acht lassen. Der Steinbock im Juli, es reicht. Es ist genug. Du kannst es nicht mehr mit ansehen. Du packst es jetzt an. Du greifst hart durch. Du wirst einige überraschen. Der geduldige Steinbock, nein. Die Geduld, sie ist nicht mehr vorhanden. Einige wirst du vor den Kopf stoßen, einige werden sagen, wow. Tja, lieber Steinbock, Hauptsache, es geht dir gut damit, denn es ist etwas, was du schon lange vor dir herschiebst. Es ist etwas, wo du schon lange darauf hoffst, dass es zu Ende geht. Doch gut möglich, ein anderes Erdzeichen als du, Steinbock, Stier, Jungfrau oder gerade du selbst, je nachdem, Tod und Wiedergeburt, Ende und Anfang. Wusstest du, dass jeder Neubeginn bereits sein Ende in sich trägt? Ja, ich denke schon. Doch nun willst du dieses Ende vorschnell herbeiführen. Es wird nicht gewertet, doch wisse, der Juli, Tabula rasa. Wie gesagt, deine Geduld ist am Ende. Es ist bei einigen möglich, dass ihr euch mit dem physischen Tod auseinandersetzt, nicht eurem, sondern generell das Thema an sich. Oder vielleicht erfahrt ihr von einem physischen Tod, welcher bei euch einiges in Gang setzt. Und es muss ja nicht immer etwas mit euch, eurer Familie, euren Liebsten zu tun haben, sondern irgendjemand kann euch irgendwas von irgendwem erzählen und daraufhin kommt ihr in die Gänge. So, mache das Unmögliche möglich. Deine Hauptthemenkarte, lieber Steinbock, ist, hole dir die Sterne vom Himmel. Erfülle dir einen Wunsch, mache, dass dein Traum wahr wird. Du hast höchst positive Energien im Juli und ich glaube, auch deswegen bist du mutig genug, fühlst du dich kraftvoll genug, um Tabula rasa zu machen. Du packst die Dinge an mit dem Wissen, mit dem Vertrauen, dass alles gut wird. Das ist wunderbar. Dann ist für dich ausschlaggebend der 17. Juli. Am 17. Juli bitte achte sehr auf deine Spiritualität, beschäftige dich spirituell, beschäftige dich nicht nur gedanklich spirituell, sondern es geht um das Wissen der Steine, es geht um das Wissen, welches in jedem einzelnen Blatt, gar Blättchen in den Pflanzen verborgen ist. Beginnen wir mit dem Tarot. Es ist gut möglich, dass du mit einem Wassermann verbunden bist. Gut möglich, dass du mit diesem Wassermann Tabula rasa machst. Und dieses Tabula rasa, es hört sich immer so negativ an. Doch ich glaube nicht, dass es negativ ist, weil du möchtest einfach etwas beenden. Es ist etwas, was du sehr lange für dich behalten hast. Es ist etwas, was dich immer wieder ja fast heimgesucht hat. Manchmal fiel es dir leichter, manchmal nicht. Am 8. Juli
ist es soweit. Du darfst etwas externieren, was du dir schon lange überlegt hast. Ich denke, es ist am 8. Juli der letzte Feinschliff, der gegeben wird, und dann gibst du dem Ganzen ein Go. Deine Leidenschaft, sprechen wir über deine Leidenschaften. Du hast ihnen Raum gegeben, doch nicht in der Wahrhaftigkeit, sondern eher im Luftschloss. Nun wirst du von der geistigen Welt gebeten, auf eine spirituelle Reise zu gehen. Nein, du sollst nicht abwägen. Nein, du sollst nicht überlegen, ist es sicher für mich? Welchen Nutzen kann ich daraus ziehen? Kann ich den Nutzen dann überhaupt anwenden? Nein, tu es einfach. Ein ganz bestimmter Steinbock, welcher mit Kosenamen Spatz genannt wird, sollte um den 4. Juli aufpassen bei der Arbeit, auf der Arbeit, dass kein kleiner Arbeitsunfall passiert, beziehungsweise dass du nicht ausrutscht, dass du, ja, ich weiß auch nicht, dass einfach kein Malheur, kein Missgeschick passiert, denn ansonsten könntest du irgendwie auf den Hosenboden fallen und dir einen Wirbel sogar verstauchen. Also Vorsicht davor, für die Damen an dem Tag keine extra hohen Stöckelschuhe anziehen oder wie auch immer. So, dann, du bekommst im Juli sehr viel Zuspruch vom Außen, doch das interessiert dich nicht. Du bist nicht fishing for compliments. Du tust einfach dein Ding. Und das Außen wird dir sagen, hey, wir wollen dir sagen, wie genial gut du bist, wie gut du das gemacht hast, und du gibst uns keine Audienz. Es interessiert dich überhaupt nicht. Wir wollen mehr über dies erfahren. Doch nein, du bist unerreichbar, denn du bist auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Was ist das für eine Ebene? Ha! Du hast die Frequenz gewechselt. Die Evolution dieser neuen Zeit, die neue Dimension. Du bist auf diese Frequenz aufgestiegen. Du hast sie mit offenen Armen empfangen und du machst weiter. Doch die mehr darüber wissen wollen, über deine Veränderung, wie du das gemacht hast, die können das gar nicht greifen und nicht fassen. Weißt du warum? Weil sie nicht auf dieser Frequenz sind. Selbst wenn du dich ihnen erklären würdest, so oft du möchtest, so oft du kannst, sie würden es nicht verstehen. Sie würden es nicht greifen. Und das spürst du schon, weißt du schon, und deswegen erklärst du dich nicht. Wie wunderbar. Du möchtest jemandem etwas überreichen. Es ist etwas Materielles. Es ist etwas, was du dir abgespart hast, aufgespart hast. Etwas, was du vielleicht mit deinem Ersparten eingesetzt hast, um es anfertigen zu lassen. Irgend so etwas. Große Freude. Du gehst einen neuen Weg. Die geistige Welt eröffnet dir
ein Portal und sie schubst dich richtig hin, lieber Steinbock, weil du siehst es so noch nicht wirklich. Denn es ist für dich, wie kann man sagen, ja, es ist nicht in deinem Blickfeld. Warum? Weil du dich noch mit der Vergangenheit beschäftigst, obwohl das Neue schon da ist. Doch die geistige Welt gibt dir richtig einen Rumser und einen Schubser und sagt, da schau hin, dort geh hin. Doch der Stier, so missmutig. Warum hältst du dich damit auf? Warum lässt du dich davon aufhalten? Ist die Kohle so viel besser als dein Weg? Ja, du kannst mir sagen, natürlich, mit der Kohle lässt sich's leichter leben. Doch was ist, wenn du deine eigene Kohle erleben kannst? So, du externierst das, woran du so lange gefeilt hast, gearbeitet hast, wo du so viel Herzblut und Leidenschaft hineingesteckt hast. Weißt du was? Wir können dir schon was verraten. Der Juli ist ein so immens großer Erfolgsmonat für dich. Du kannst Erfolge verbuchen, von denen du nicht mal annähernd geträumt hast. Vorsicht davor, dass du es klein redest. Vorsicht davor, dass du nicht größer werden willst als ein Luftzeichen, Wassermann, Zwilling, Waage. Denn es ist gut möglich, dass eben diese dann ihren Frust an dir auslassen, noch mehr fordern, wo du schon alles gibst, was du kannst, nicht? Du machst dich auf einen Weg, auf einen dir unbekannten Weg. Deine Intuition, sie sagt dir, keep going, ganz ruhig, es wird alles gut. Doch Vorsicht, dein Ego möchte dagegen steuern. Was machen wir? Lass das Alte gehen, geh hinein in das Neue, sei im Vertrauen. Wenn du im Vertrauen bist und es sicher spürst, go. Ein Luftzeichen welches von dir Geld bekommen hat, sich von dir Geld geliehen hat. Du forderst es zurück, doch du bekommst es nicht zurück. Was du stattdessen bekommst, ist ein weiteres leeres Versprechen. Und ich denke, du solltest deine Schlüsse daraus ziehen. Du kannst nicht die Verantwortung für andere übernehmen, wo es dir oft schon so sehr schwer fällt, die eigene Verantwortung zu übernehmen, nicht? Ein Wasserzeichen bittet dich um Hilfe, Fisch, Krebs, Skorpion, denn es weiß bezüglich eines Feuerzeichens nicht mehr weiter. Wir machen weiter im Extended Woche für Woche.
andere Botschaften, mehr Details. Das Extended Video findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Wir freuen uns auf dich, lieber Steinbock. Bis gleich. Ciao.